Diese glühende Frucht möchte ein Glas werden. Und er ist der Schöpfer ihrer Form. Wie funktioniert das, ein Glas zu machen? Wie kommt es zu seinem Farbrand? Wie entsteht eine dazu passende Karaffe? Die Glasmacher aus Schmitzfelden machen es vor. Schmitzfelden im Allgäu hat heute 31 Einwohner. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es ein berühmtes Glasmacherdorf. Doch dann ging der Ofen für 100 Jahre aus. Bis 1997 die Heimatpflege Leutkirch das Dorf wieder aufbaut. Sie renovieren die alte Glashütte, richten ein Museum ein. Und 2003 lockt der Verein dann Stefan Michaelis hierher und bietet ihm die Glasmanufaktur in der Hütte an. Über mangelnden Platz kann er sich nicht beklagen. 15 Meter hoch, 400 Quadratmeter Grundfläche. Hier kann sich Stefan Michaelis richtig austoben. Jeder neue Arbeitstag startet damit, dass der Glasmacher die abgekühlten Werke des Vortages aus dem Ofen holt. Meine Gläser hier sind zum größten Teil freihand geformt. Und das führt natürlich dazu, dass jedes Stück ein Einzelstück wird. Durch dieses individuelle Bearbeiten vom Glas wird es einfach lebendig. Es ist einfach kein steriles Stück, was aus der Maschine kommt. Und das macht eben den Reiz aus. Ich nehme die in die Hand und spüre noch so eine leichte Welle da drin oder eine Unebenheit. Und das macht einfach dieses Gefällige an dem Glas. Das ist einfach ein tolles Glas. Bei den Karaffen wird es noch ein bisschen deutlicher. Jetzt habe ich hier 2 Stück mit blauem Rand. Da sieht man, hier oben haben wir einen großen Durchmesser am Hals, hier haben wir einen kleinen Durchmesser am Hals. Aber das ist dann so. Und dann kann jeder ruhig sein einzelnes, persönliches Stück finden. Der sogenannte Kühlofen, einer von 4 verschiedenen Öfen der Hütte, darf nun wieder auf 400 Grad hochfahren. Kühl ist eben relativ. Was für ein Glas verwenden Sie, Herr Michaelis? Das ist ein Kalknatronglas. Das ist mein Glücksfallglas. Es kommt aus einer kleinen Firma, die auch Glas verarbeitet. Das fällt bei denen an. Die können uns dort in ihre Produktion nicht mehr wieder eingliedern, nicht mehr wiederverwenden. Aber wir können die Scherben hier wunderbar gebrauchen, wunderbar verwenden. Das ist ideal für uns. Für die Handarbeit braucht man Gläser, die man als lange Gläser bezeichnet. Lang nicht im Sinne von Entfernung oder Distanz, sondern lange im Sinne von Zeit. Ich habe bei diesem Glas relativ viel Zeit, es zu formen, bevor es wieder fest ist. Ein im Gegensatz zu diesem Glas kurzes Glas wäre nur eine sehr kurze Zeit formbar, was für die maschinelle Produktion geeignet ist. Die wollen ja sehr schnell die Dinge maschinell herstellen, aber hier bei der Handarbeit brauchen wir lange Zeit. Deswegen brauchen wir ein Glas, was lange formbar ist. Der Pfeifenwärmer ist der zweite von 4 Öfen der Werkstatt. Einer, der mit Gas betrieben wird. Hier haben wir das zentrale Werkzeug, das wichtigste Werkzeug des Glasmachers, die Glasmacherpfeife. So, trotz Abschlagen bleiben manchmal Glasreste an der Pfeife. Dafür ist der Pfeifenwärmer da. Mit der Hitze des Pfeifenwärmers springen die Glasreste von dem Stahl weg und die Pfeife wird relativ sauber. Hat man es gehört, das Knacken? Das war das Glas, was von der Pfeife wegspringt. Da können wir direkt hinterher schauen. Jetzt hängt fast nichts mehr dran. Was jetzt noch dran hängt, ist in Ordnung. Diese wenigen Glasreste, die spielen keine Rolle mehr. Hier habe ich eine Pfeife, die war da schon drin, die ist schön vorgewärmt. 700, 800 Grad wird sie haben. Und mit der gehe ich jetzt hier zum Schmelzofen. Dieser ist das Herz der Werkstatt. Hier drin schmilzt das rohe Glas.
Glüht schon schön, aber hängt noch ein bisschen so ein Glasfaden dran. Den ziehe ich mal noch weg hier. So, und jetzt durchgängig und fange an. So nennt man das, das Anfangen. Das erste Mal Glas holen aus dem Schmelzofen, den ersten Glasposten. Ich habe jetzt einen Versuch, die richtige Menge Glas am Ende der Pfeife aufzunehmen. Und das ist jahrelange Erfahrung. Es muss exakt passen, nicht zu viel und nicht zu wenig. So, jetzt habe ich hier meinen ersten Glasposten am Ende der Pfeife. Der sieht zwar schon ein bisschen rund aus, aber der hat noch nicht die richtige Form. Mit dem Holzlöffel wird das Glas jetzt vorbereitet. Man kann jetzt auch sehen, dass ich vom Ende der Pfeife das Glas nach vorne schiebe. Alles, was vor der Pfeife hängt, steht mir zum Arbeiten zur Verfügung. Was hier hinten drauf liegt, damit kann ich nichts anfangen. Der Löffel wird immer schön gewässert, denn er ist ja aus Holz und soll nicht so schnell verbrennen. Der muss viele hundert Gläser halten, also immer wieder nass machen, damit man diesen Wasserdampf entstehen lassen kann, der dann zwischen Glas und Holz isoliert. So, welche Rolle spielt denn das berühmte Glasblasen jetzt bei dem ganzen Glasmachen? Das Glasblasen spielt eine relativ untergeordnete Rolle. Es ist lediglich ein Bestandteil des gesamten Formprozesses. Was viel entscheidender ist, das ist das Drehen der Pfeife. Höre ich auf, die Pfeife zu drehen, nimmt die Schwerkraft die Kontrolle. Vom ersten Moment an, wo man übt, lernt, das heiße Glas zu kontrollieren, merkt man, dass das Drehen eine essentielle Rolle spielt beim Glasmachen. Das Blasen ist völlig untergeordnet. Das ist ein durchaus wichtiger Bestandteil des Formprozesses, aber entscheidend bleibt das Drehen. Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung braucht der Glasmacher, bis er sein Handwerk im Griff hat, bis er das Glas versteht. Beim ersten Mal blasen halte ich die Pfeife nach oben, damit das Ganze kugelförmig bleibt. Nur durch das Beobachten des Glases kann ich feststellen, welche Viskosität das Glas momentan hat, wie beweglich das Glas ist. Das ist das Entscheidende. Ich sehe, jetzt ist der richtige Moment zum Aufblasen oder ich muss noch etwas warten. Deshalb muss ich permanent die Augen auf dem Glas haben. Je nachdem, wie ich die Pfeife halte, bestimme ich auch die Wandstärkenverteilung. Wenn ich jetzt die Pfeife nach unten halte, soll auch so sein, zieht sich das Glas langsam in die Länge. Und ich bereite jetzt auf die Art und Weise bereits die Höhe des fertigen Arbeitsstücks vor. Es soll ja ein Trinkgefäß werden, etwa 10 bis 12 Zentimeter hoch. Und die fangen jetzt bereits an zu entstehen. Und jetzt geht es ab in die Holzform. Hier haben wir jetzt die Holzform. Ich habe sie gerade aus dem Wassereimer geholt. Die muss permanent gewässert sein, damit das Holz nicht zu schnell verbrennt. Das heiße Glas wird ja hier hineingeblasen. Das heißt, an der Pfeife hängt der Glastropfen, füllt dann die Form. Man muss sich das so vorstellen, wie dieser Rohling, den ich vorbereitet habe. Wann weiß ich jetzt, dass ich mit dem Blasen aufhören muss? Es gibt mehrere Indikatoren, die mir das sagen. Zum einen, wenn der Dampf hier unten durch diesen Dampfritz austritt, weiß ich, jetzt ist das Glas auch unten angekommen, der Boden ist geformt und natürlich geht dann keine weitere Luft mehr in das Glas hinein. Dann weiß ich, ich muss aufhören zu blasen. Man darf auch nicht zu lange mit dem heißen Glas in der Form drin bleiben, denn sonst verbrennt die.
Das Blech an der Holzform formt die Sollbruchstelle, an der sich später das Trinkglas von der Pfeife trennen lässt. Die Graphitplatte sorgt für einen glatten Glasboden. Für den großen Rest hat die Pfeife jetzt ausgedient. Solange das Glas noch an der Pfeife hängt, kann ich den oberen Rand überhaupt nicht formen. Ich muss es also umheften. Das heißt, mit meinem Hefteisen hier am Boden halten. Das Hefteisen hat einen Glastropfen vorne dran. Und mit Hilfe von diesem Glastropfen ist es mir jetzt möglich, das Hefteisen exakt zentrisch am Glasboden zu befestigen. Hefteisen, Glas und Pfeife laufen jetzt in einer Achse. Mit der Einschneidschere bereitet er das Abtrennen der Pfeife vor. Trotz ihres Namens schneidet diese Schere das Glas nicht. Es ist der Temperaturunterschied zwischen heißem Glas und kaltem Eisen. Dadurch entstehen Mikrorisse. Und genau hier lässt sich die Pfeife dann abbrechen. Nun kommt Ofen Nummer 4 ins Spiel. Und jetzt muss das Glas dringend noch mal durchgewärmt werden. Von dem Moment an, wo ich es mit 1200 Grad aus dem Schmelzofen hier geholt habe, ist es ja nur noch abgekühlt. Es wurde in die Form eingeblasen, wurde umgeheftet und es hat immer nur Temperatur verloren. Die Temperatur lag dann jetzt vielleicht noch bei 400 Grad. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Spannungen so groß werden, dass man es noch mal durchwärmen muss, um zu vermeiden, dass es reißt. Und jetzt kann ich weiterarbeiten. Jetzt wird der farbige Rand aufgelegt. Jetzt kommt das eigentliche besondere Merkmal an diesen Gläsern. Manche verwenden farbiges Granulat oder Glasmehl, um bunte Gläser zu gestalten. Für die Trinkgläser und Karaffen benutzt Stefan Michaelis durchgefärbte Glasstäbe, die er auf das Glas aufschmilzt. Die machen den bunten Glasrand besonders farbintensiv und leuchtend. Jetzt setze ich hier 2 Stäbe zusammen. Der in Gebrauch war, ist zu kurz geworden, da würde ich mir die Finger verbrennen. Und warum hast du dazu eine Brille auf? Was ist das für eine Brille? Das ist eine Brille mit Didiniumgläsern, denn in dem Moment, wo ich das Glas in der Flamme erwärme, entsteht ein hellgelbes Licht und das filtert die Brille raus. Das heißt, mir ist es möglich, die Temperatur des Glases besser zu sehen, die Flüssigkeit besser einzuschätzen, um so zu sehen, dass es jetzt auch tatsächlich verschmelzen kann. Ich muss immer die Temperatur beider Stücke im Auge haben. Das Glas darf nicht zu kalt werden, aber der Stab, der muss richtig schön heiß werden, 1100, 1200 Grad, damit ich ihn jetzt auflegen kann. Den Rest wegziehen. Und als nächstes die kleine Öffnung
die jetzt mit Farbe versehen ist, erwärmen. Hier in der Verwärmtrommel wird der vordere Rand jetzt so heiß gemacht, dass die Farbauflage einschmilzt und ich das Ganze dann auftreiben kann, sodass das Glas seine endgültige Form erhält. Die Öffnung von dem Glas, man kann das sehen, ist ungefähr fingerdick. Und diese kleine Öffnung, die muss ich jetzt natürlich vergrößern. Das heißt, ich erwärme das Glas hauptsächlich in der oberen Hälfte. Und wer genau hinschaut, der sieht, dass jetzt die vordere Hälfte des Glases schon weich und formbar ist. Nehme ich hier meine Auftreibzange, ein recht universell einsetzbares Werkzeug, allerdings aus Metall. Und Metall, wenn es heiß wird, klebt wunderbar am Glas fest. Um das zu vermeiden, habe ich hier Wachs. Da mache ich mir ein paar Tropfen hier auf meine Arbeitsfläche drauf. Und sobald ich das heiße Werkzeug mit dem heißen Ende hier ablege, nimmt das Werkzeug automatisch ein bisschen was von dem Wachs auf. Und somit hat es immer den nötigen Wachsfilm drauf, sodass es nicht am Glas haftet. Jetzt ist es irgendwo zwischen flüssig und fest. Der obere Rand hat immer noch eine Temperatur von über 1000 Grad. Mit der Graphitplatte noch etwas glatt streichen. Das ist ein wunderbares Werkzeug, brennt nicht, klebt nicht am Glas, leitet keine Wärme. So, letzter Handgriff. Das Glas vom Hefteisen trennen. Es war nur angeheftet, nicht verschmolzen. Am Glasboden ist ein scharfer Abriss entstanden, der lässt sich nicht vermeiden, aber mit so einem Brenner natürlich wunderbar verschmelzen, sodass keine scharfen Kanten mehr vorhanden sind. Und jetzt kommt das Glas in den Kühlofen, kann entspannen bis morgen früh. Dann ist der Ofen über Nacht abgekühlt und dann kann ich das Glas entnehmen. Ich erinnere mich an meine Lehrzeit zurück. Wir hatten neben dem Arbeitstisch, man arbeitet im Sitzen, hat einen Brenner auf der Bank, hatten wir ein Ölfass stehen, ein leeres, sauberes Ölfass. Und das war am Ende der Woche voll mit Scherben. Das heißt, wir haben wochenlang nur für die Tonne produziert, sage ich immer. Man musste üben, so lange bis man das Stück konnte. Das hat man abgegeben, das wurde benotet und dann ging wieder die Produktion für die Tonne los, so lange bis man es konnte. Und das ging so 3 Jahre lang. Wir heben jede Scherbe auf, jede Scherbe wird wieder eingeschmolzen. Das Glas hat ja die fantastische Eigenschaft, dass man das unendlich oft wiederverwerten kann. Und der Grund, weshalb man Glas recycelt, weshalb jeder Glas recyceln sollte, liegt nicht im Rohstoff des Glases, sondern in der Energie. In dem Moment, wo Scherben eingeschmolzen werden, wird Energie gespart. Und wir sparen natürlich auch eine ganze Menge Energie, indem wir jede einzelne Scherbe wiederverwerten und wieder einschmelzen. Der Kühlofen kühlt nicht nur die fertigen Handwerksstücke herunter, sondern heizt das Rohglas auch schon mal vor, bevor es in den Schmelzofen wandert. Und der hat heftige 1200 Grad. Für das Trinkglas braucht man Kristallglasscherben. So nennt der Glasmacher alles ungefärbte Glas. Auf den Recycling-Containern dürfte eigentlich nicht Weißglas stehen, richtig wäre Kristallglas. Der läuft ununterbrochen. Ich habe es mal versucht, ein bisschen hausgebräuchlich darzustellen. Das sind zwischen 4.000 und 4.500 Kilowattstunden in 3 Wochen. Und das ist ja bekanntlich die Strommenge, die ein 4-Personen-Haushalt in einem ganzen Jahr verbraucht. Das brauchen wir hier in 3 Wochen. Das beinhaltet natürlich Schmelzofen, Kühlofen, wobei der größte Teil ist der Schmelzofen. Der läuft Tag und Nacht und braucht seine Energie. Wer Glas machen will, muss viel Energie aufwenden. Immerhin liefert die Photovoltaikanlage fast die Hälfte der benötigten Energie. Den Rest muss er momentan noch dazu kaufen. Aber er plant, weitere Solarmodule zu installieren. Früher wurde das mit Holz gemacht.
Da kursieren die verrücktesten Zahlen, wie viel Holz hat denn die Glashütte letztendlich verschlungen. Also eine Zahl, die mir mal begegnet ist, ob die stimmt, mal unter Vorbehalt, sind 8000 Festmeter. Das bedeutet ein Quadratmeter großer Block, der 8 Kilometer lang ist. Dass das in einem Jahr durch diese Glashütte durchmarschiert ist. War der Wald weg, ist die Glashütte weitergezogen. 1825 nach Schmitzfelden, dem letzten Glied in einer Kette von Wanderhütten im Allgäu. 1898 ging dann auch hier der Ofen aus, nun allerdings verdrängt durch die industrielle Glasfabrikation. Wir sind ja an der Eschach, dem Fluss nahe Schmitzfelden, kleiner Fluss. Und hier finden wir den wichtigen Grund, einer der Hauptgründe, warum hier Glas gemacht wurde, nämlich Quarz. Quarz kommt hier vor in Form von Gestein, von Geröll, unterschiedliche Größen und Formen. Und der wurde früher von Frauen und Kindern hier gesammelt, sodass man daraus das Glas schmelzen konnte. Mit handgemachtem Glas wird auch heute noch keiner reich. Weil inzwischen noch Beate Wirth mitarbeitet, kann Michaelis auch das Glashüttenmuseum betreiben. Mit diesem zweiten Standbein ist das Glasmachen wirtschaftlich nicht ganz so riskant. Darüber hinaus garantiert dies auch einen gewissen Absatz. Die gebürtige München-Gladbacherin hat ihr Handwerk im Bayerischen Wald gelernt, blieb im Allgäu hängen und steht seit 2008 in Schmitzfelden mit am Ofen. Die Herstellungszeit pro Glas beträgt fast 10 Minuten. Da ist Stefan Michaelis froh, wenn Beate Wirth am Ofen mithilft. Wenngleich ihre Spezialität Karaffen sind. Und die sind nochmals aufwendiger herzustellen als die Gläser. Oh. Die Pfeife. Oh. Die Pfeife ist verbogen. Und das ist schlecht, deswegen klebt sie am Ofen fest. Mit einer verbogenen Pfeife kann man keine geraden Sachen blasen. Nachdem er seine Ausbildung zum Glasgerätemacher hinter sich hatte, ging der Rheinland-Pfälzer zunächst nach Stuttgart. Blies dort Spezialgeräte am Chemischen Institut der Uni. Ging nach London, wo er ein Studium als Glasdesigner draufsetzte. Machte sich in Edinburgh selbstständig und landete schlussendlich samt Familie in Schmitzfelden. Wie praktisch, dass Stefan Michaelis die Werkstatt des hiesigen Hufschmiedes mitbenutzen darf. Und dass er als guter Handwerker seine Werkzeuge selbst reparieren kann. Die Pfeifen müssen regelmäßig alle paar Wochen gerichtet werden. Wenn die Pfeifen nicht mehr rund laufen, wenn sie verbogen sind, habe ich natürlich vielerlei Probleme. Zum einen kann es sein, dass die Pfeife am Ofenmaul kleben bleibt, weil es doch da recht eng zugeht. Und zum anderen ist es dann auch schwierig, das Arbeitsstück, also das Glas oder die Kugel oder die Vase, die man herstellen möchte, gerade zu machen, wenn die Pfeife schon krumm ist. Man sollte also von Anfang an eine geradlaufende Pfeife haben, damit das Arbeitsstück dann auch später gerade werden kann. Da Wasser fast sowas wie ein Trendgetränk ist, sogar eine Ausbildung zum Wassersommelier gibt es schon, war es für die beiden nur logisch, auch eine passende Karaffe anzubieten. Alle Werke sind übrigens nicht nur wasser-, sondern auch spülmaschinenfest. Also es fängt schon gut an. Ich habe eine verstopfte Pfeife. Das passiert manchmal, dass sie sich vorne zusetzt. Und dann muss man die durchpusten. Also das ist, Reste von Glas sind dann dran und ein bisschen Schlacke vielleicht vom Metall. Und dann ist sie wieder durchgängig.
Jetzt lege ich sie noch kurz rein zum Warmwerden. Ich stelle jetzt im Moment, werde ich Karaffen machen mit buntem Rand, passend zu unseren buntrandigen Gläsern. Das sieht ja aus wie beim Glas noch, richtig? Ja, es ist immer, der Anfang ist immer das Gleiche. Das könnte jetzt alles noch werden. Das könnte ein Glas werden, eine große Bodenvase. Der Anfang ist immer der gleiche. Es ist immer die erste Schicht Glas, wird geformt und ein bisschen aufgeblasen. Und was kommt jetzt? Einfach warten. Ich brauche, um die zweite Schicht Glas da drum zu wickeln, brauche ich eine gewisse Stabilität. Das darf nicht zu heiß sein, sonst würde ich das, was ich hier als Vorposten, so nennt man das, vorbereitet habe, verlieren. Also wenn ich damit wieder in die heiße Schmelze gehe, verliere ich das. Und deswegen brauche ich eine bestimmte Stabilität. Und die hat es bei einer ganz bestimmten Temperatur. Das ist jetzt noch zu heiß. Ich muss einfach warten. Und um das zu beschleunigen, setzen wir Pressluft ein, weil ich möchte jetzt weiterarbeiten. Und nach jedem Schöpfen formt sie den Glasposten zunächst vor. Das geschieht mit dem Wulgerholz, wie die Glasmacher den gut gewässerten hölzernen Löffel nennen. Ist das ausreichend für die Karaffe jetzt, die Menge Glas? ja, ich hoffe. Ja. Sollte reichen. Die Karaffe darf ja auch nicht zu schwer werden. Also es ist ja so, da sollen 1,2 bis 1,5 Liter Saft, Wasser oder was auch immer rein. Und wenn die Karaffe dann schon, das Glas schon so schwer ist, dann ist es einfach unangenehm. Dann hat man dann vielleicht 3 Kilo zum Heben. Also deswegen brauche ich genügend Glas, um die Karaffe gut formen zu können, aber nicht zu viel. Die darf nicht zu schwer werden. Es wäre leichter, sie schwerer zu machen, also mit viel Material zu arbeiten ist einfacher. Aber die soll eben nicht schwer werden. Wenn Beate Wirth eine Karaffe macht, unterscheidet sich der Prozess in einem wesentlichen Punkt. Sie benutzt nämlich keine Holzform wie beim Glas, um das Gefäß zu formen, sondern bläst es freihand. Was machen Sie hier? Wollen Sie das abtrennen, die Pfeife? Noch nicht. Das ist ganz gut beobachtet. Ich trenne das nicht jetzt ab, sondern ich bereite das jetzt vor, damit ich es später, wenn es ganz fertig ist, dort abtrennen kann. Also einmal ist es wichtig, dass ich oben diese Sollbruchstelle vorbereite und dass ich den Durchmesser oben von der Karaffe dadurch festlege. Der Durchmesser oben sollte nicht zu dick sein, nicht zu groß, sonst kann man die einfach schlecht greifen. Da haben wir uns überlegt, dass das nicht zu groß sein soll, der Durchmesser. Sonst wird es unangenehm zum Halten. Jetzt bestimmt sie zum einen, wie hoch die Karaffe wird, zum anderen auch ihre Wandstärke. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Wird jede Karaffe gleich? Nein. Also ich kann nicht jede Karaffe gleich machen. Das ist bei der Fertigung also für mich unmöglich. Vielleicht gibt es begnadete Glasmacher, die das können. Ich finde es aber auch gar nicht so wichtig. Ich finde es gar nicht so wichtig, dass die alle gleich werden. Die sollen alle schön sein, aber die dürfen ruhig unterschiedlich sein. Die Menschen, die benutzen, sind hoffentlich auch alle unterschiedlich.
Es dauert, bis das endgültige Design einer Karaffe entwickelt ist. Es braucht Zeit und eine ganze Reihe von Vorstudien. Sowas entsteht nicht auf dem Papier, sondern es wird probiert und probiert und probiert, welche Variante am Ende die beste ist. Also von dem Moment, wo man sich dann entscheidet, den Impuls, den Ideeimpuls umzusetzen, bis das dann klappt, was man haben will und bis man sich festlegt, also auf jeden Fall ein Jahr. Weil das läuft ja während der normalen Produktion. Also es läuft ja, alles andere muss ja auch bedient werden. So. Für mich war eine ganz wichtige Entscheidung bei der Karaffe, dass sie zu den Buntrandgläsern passt, auch von der Form her. Nicht einfach irgendeine Karaffe so in traditioneller Birnenform mit buntem Rand, sondern unsere Buntrandgläser haben einen leichten Konus. Und das sollte die Karaffe auch haben. Und ich wollte unbedingt eine Karaffe und keinen Krug. Das heißt, ich wollte keinen Henkel. Ich finde, das passt viel besser schlicht zu unseren Gläsern. Und da muss man manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, bis das dann... Aber jetzt ist es... Ja. Genau, und jetzt muss ich, wenn alles gut geht, das Stück abschlagen. Hierzu klebt sie das Hefteisen an den Boden der Karaffe. Angeheftet, wie Glasmacher sagen. Das glühende Glas am Ende des Werkzeugs wird nicht nur geformt, es muss auch abkühlen. Bis zu diesem speziellen Punkt, wo es zwar hält, aber auch nicht zu stark verbunden ist. Tüftelig. Wie so vieles beim Glasmachen eine Erfahrungssache, eine Gefühlssache. Zum Schluss schlägt sie das Hefteisen nämlich ab und da soll die Karaffe dann bitte heil bleiben. Jetzt benutzt sie wieder die Einschneidschere. Deren kaltes Metall erzeugt beim Berühren des heißen Glases Spannungsrisse. Und erst dann kann sie die Karaffe von der Pfeife abschlagen. Damit es dem Glaskörper bei all den Prozeduren aber nicht zu kalt wird und deshalb Spannungen entstehen, kommt er nochmal schnell in die Verwärmtrommel. Die Glasmacherin muss immer ganz genau wissen, auch ohne Thermometer, wie heiß ihr Glas wann ist, ob sie es noch weiter erhitzen muss. Hier gilt wirklich das Sprichwort: Erfahrung macht die Meisterin. Was passiert jetzt gerade? Also es geht jetzt darum, ich möchte das Stück, das ist unten fertig. Deswegen habe ich es jetzt auch einmal umgedreht. Das machen wir bei den Gläsern ja auch so. Bei allen Gefäßen, die man von beiden Seiten bearbeitet, muss man es einmal umdrehen. Und jetzt schaue ich, dass die Temperatur passt. Dafür, dass es mir nicht springt. Das soll also unten nicht unter 500 Grad kommen, aber auch nicht über 800, 900, weil es soll die Form nicht verändern. Und oben muss es richtig warm werden, weil da soll jetzt noch einiges passieren. Und ist es Ihre Erfahrung oder können Sie es irgendwie sehen? Ich kann es nicht mehr sehen. Also die Flamme ist so hell, dass ich die Glut wenig beurteilen kann. Also es sind wirklich Erfahrungswerte. Also die Glut kann ich nicht mehr einschätzen von der Temperatur her, aber die Beweglichkeit vom Glas. Also ich sehe, wenn das Glas anfängt sich zu bewegen, dann weiß ich, dass es jetzt ein Stück über 1000 Grad hat. Aber das ist wahrscheinlich noch zu kalt, fürchte ich. Genau, verschätzt, also nochmal einwärmen.
Also was jetzt passiert ist, ich wärme das vorne und ich werde das von vorne aufpusten mit der Pistole, sodass sich das, also es verändert sich vorne, so wie ich das dann brauche, um später den Rand und den Ausguss zu machen. Und wenn ich das gemacht habe, dann sollte der Farbrand draufkommen. Immer vorausgesetzt, alles gelingt. Das heißt, das Glas soll oben eine weitere Bauchung bekommen, oder wenn es so aufgeblasen wird mit der Druckluft? Es soll auch vor allen Dingen, genau, es soll ein bisschen weiter werden und vor allen Dingen auch dünnwandiger. Also ich habe oben eine relativ dicke Stelle, ich könnte das auch runterschneiden, das machen auch viele Glasmacher, das mache ich nicht, puste das von vorne auf. Der Farbstab ist mit Kobaltoxid gefärbt. Dieser und der Glasrand müssen jetzt nur noch eine Temperatur knapp über ihrem Schmelzpunkt erreichen. Und dann kann Beate Wirth den Stab auf die Karaffe auflegen. Glas machen anstrengend. Es ist ein bisschen anstrengend, ja. Verglichen mit den ganzen Tag putzen, so in der Richtung, oder schwerbehinderte Kinder pflegen oder auch Männer oder Väter oder Mütter. Also es ist anstrengend, aber es ist leistbar. Fehlt nur noch ein wesentlicher Schritt: die Öffnung samt Farbrand aufzutreiben. Bisher ist diese noch recht schmal. Aber das geht nur, wenn das Glas in der Verwärmtrommel ganz gezielt an seinem oberen Ende erhitzt wird. Formbar soll jetzt ja nur der Rand werden, nicht der ganze Korpus. Dafür nutzt sie die Auftreibzange. Mit ihr modelliert sie die Öffnung der Karaffe, gibt ihr das finale Design, ihre persönliche Note. Und geht man 3 Jahre in die Lehre und dann kann man das, was Sie können? Also man geht 3 Jahre in die Lehre, mindestens, wenn man noch einen Lehrplatz findet. Und also als ich meine Lehre fertig hatte, konnte ich am Ofen arbeiten, ohne meine Kollegen in Gefahr zu bringen. Das ist das, was man nach 3 Jahren auf jeden Fall kann. Das, was ich jetzt kann, das denke ich, braucht man mindestens 10 Jahre Erfahrung am Ofen. Ich habe mich 2 Jahre beworben um eine Lehrstelle. Und ich war damals die zweite Frau in Deutschland, die das gemacht hat, weil Frauen das nicht machen. Ja? Die können das nicht. Aber dann hat es doch geklappt. Also wusste ich, kann auch einen guten Ausgang haben. Und beim Glasmachen ist es auch so. Also man muss manchmal sich ganz schön durchbeißen, bis das was wird. Und dann hast du aber ein neues Produkt, probierst dich daran aus und denkst, verzweifelst schier, weil du denkst, ich krieg das nie hin. Dann gehst du mal nach Hause, schläfst drüber und am nächsten Tag plötzlich geht's. Ich habe noch nie irgendwas
gewollt vom Glas, was dann nicht doch irgendwann ging. So, Sie verbrennen sich jetzt die Hände? Ich habe keine kalten Hände, aber wenn ich mit den Handschuhen an den Krug gehe, der ist jetzt in einem ziemlich empfindlichen Bereich. Der ist schon so kalt, dass er ziemlich Spannung schon hat. Und wenn ich mit den kalten Handschuhen da dran gehen würde, dann würde er sofort springen. Deswegen muss ich die Handschuhe vorwärmen. Ich muss auch gucken, dass ich den schnell wieder loswerde. Also es wird in den Handschuhen nicht wird ein bisschen kuschelig warm, aber nicht unangenehm warm. Aber der Krug, der muss schnell wieder weg von dieser Kontaktfläche, sonst... Also da ist er jetzt sicher. Könnte sein, dass er die nächsten 5 Minuten noch, wenn ich ihn zu sehr an irgendeinem Punkt gekühlt habe, abgeschreckt habe, dass er jetzt gleich springt. Aber das wäre ein Novum. Also hatte ich, glaube ich, bei Krügen, bei Karaffen noch nie. Waren Sie denn mit der Karaffe jetzt gerade zufrieden? Das ist nicht die schönste geworden. Also der Konus, die Neigung ist nicht perfekt. Die hätte 10 cm höher sein sollen. Der Durchmesser oben zum Greifen, der hätte mindestens 1 cm schmaler sein sollen. Aber das ist natürlich meine Sicht. Ja? Also ich möchte gerne eine Karaffe, die sehr schlank ist, die oben sehr dünnwandig ist, der Rand. Weil das finde ich einfach attraktiver. Ich möchte eine, wo ich gut rumgreifen kann. Und dann kommt halt ein Kunde oder irgendwie auch, ich habe vorgestern einem Freund eine mitgebracht und habe ihn zweimal gefragt, willst du wirklich? Sagt er ja, und dann zeigt er seine Hand und die ist doppelt so groß wie meine. Das war seine perfekte Karaffe. Also von daher, also ich bin nicht 100%ig zufrieden, aber das heißt nicht, dass sie nicht für irgendjemand anders genau richtig ist. Wir sind weit von einer Industriefabrikation weg. Was wir hier machen, ist eine Kleinserie. Vielleicht 1500, 2000 Stück pro Jahr von diesen Gläsern mit dem farbigen Rand. Die Karaffen kommen natürlich auch noch dazu. Gleiche Farben wie bei den Gläsern. Vorne bis hinten absolute Handarbeit. Vor 4000 Jahren hat die Menschheit per Zufall Glas gemacht. Die ersten 2000 Jahre, grob gesagt, hat man Schmuckgegenstände hergestellt. Und dann vor etwa 2000 Jahren kam die Menschheit drauf, dass man auch ein Hohlgefäß aus Glas produzieren kann. Was wir hier machen, ist im Prinzip das Ergebnis der letzten 2000 Jahre. Das Glasmacherhandwerk ist so ein künstlerischer, vielschichtiger und sinnlicher Beruf. Selbst die UNESCO hat verstanden, dass Glasmachen eine Kunst ist. Seit 2015 steht es auf der Liste der immateriellen Kulturgüter, da das handwerkliche Glasmachen durch die industrielle Fabrikation fast vollkommen verdrängt ist und es in der Folge kaum noch Ausbildungsplätze gibt. Nachwuchs dringend gesucht. Jetzt guck doch mal, Beate. Also so ein echter Jetzt mal eine Schale, nicht aus Porzellan, aber aus Glas. Ja, kann man machen. Mit Auf jeden Fall. Mit buntem Rand. Mit buntem Rand, passend zu den Gläsern. Ja. Aber heute nicht mehr, oder? Heute nicht mehr, aber die Idee habe ich jetzt im Kopf drin. Okay, dann können wir morgen anfangen. Genau. Und nicht nur in Blau, sondern auch in Grün, In allen Farben. in Lila, in alle unseren Das sind Farben. 9 verschiedene. Da haben wir eine Menge Schalen.